Ja, wie es zu erwarten war, gibt es den nächsten Teaser circa einen Tag später von dem Developer. Diese Teaser von den Developern, die haben ja auch schon die Skins für den Wilds Dungeon geteasert. Sind ja nicht wirklich Death Notes, weil, naja, es fehlen halt definitiv Informationen. Also es wird nicht genauer gesagt, was jetzt da eigentlich passiert. Also in dem Fall werden wirklich einfach straight up nur diese Skills kurz vorgeführt, ohne weitere großartige Beschreibung. Man sieht ja auch tatsächlich die HP der Monster, 881.000, also HP geht auf jeden Fall wieder steil nach oben. Ich weiß, wir haben schon 700 irgendwas, 1000 gleich bei Captain Lumenfin. Aber ja, also da haben wir auf jeden Fall schon mal vermutlich keine Änderung. Also manche Leute haben sich ja schon sowas gewünscht wie bei WoW, dass man vielleicht nochmal downscaled und nochmal irgendwie Schaden, HP-Werte und so weiter irgendwie probiert ein bisschen runterzubringen, weil man sonst halt wieder im Fly-PC-Bereich ist. Aber ja, das sieht nicht danach aus, als wäre das passiert oder als wäre es schon passiert. Genau. Was sehen wir hier? Also, man kann eine Fläche markieren. Touch on the ground where you want to use Aura Bomb. Dann channelt er sehr lange. Das ist übrigens der Bill-Poster. Force Master ist Bill-Poster. Er benutzt ja auch ein Force Gem, kein Schild. Das wird er wahrscheinlich zwingend nötig haben, um die Third-Job-Klassen-Skills verwenden zu können. Zumindest war es so in Fly PC. Ohne Force Gem keine Third-Job-Klassen-Skills. Und ja, es sieht so ein bisschen aus wie... Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie die Genki Dama tatsächlich von Son Goku. Also ja, natürlich wesentlich kleiner und so. Ich finde vor allem diese Anfangsanimation, bevor er sie wirft, sieht schon wirklich stark danach aus. Die Wurfanimation jetzt nicht wirklich, weil ich glaube, Son Gokus Genki Dama ist erstens natürlich viel größer und zweitens fliegt die eigentlich immer relativ langsam und auch meistens, glaube ich, in einer Richtung. Und hier in dem Fall bounced er sie wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Volleyball oder so sieht es eher aus mäßig. Oder vielleicht sogar ein Basketball. Er hupt den, die Aura-Bomb in die Fresse von den Viechern. Ist auf jeden Fall auch ein AOE-Skill, genau wie beim Arcanist-Skill, ist ein AOE-Skill. Und ja, wird sich halt so ein bisschen, also so ein bisschen stellt sich mir natürlich die Frage, wie genau man diesen Skill benutzen soll, weil ich vermute jetzt mal, er wird nicht einfach 5 Monster one-shotten. Vielleicht auch schon, keine Ahnung. Vielleicht wird er auch einfach 5 Monster one-shotten oder sind sogar 6 Monster. Ich glaube, es sind sogar 6 Monster, ist ja egal. Auf jeden Fall wäre ein bisschen crazy, wenn er die one-shotten würde. Die Reichweite von dem Skill scheint auch relativ groß zu sein tatsächlich. Also vielleicht minimal größer als die Standard-AOE-Reichweite, aber wahrscheinlich war es einfach Max Range genau von den 5 Mobs. Und ja, also bei dem Skill frage ich mich noch viel mehr als beim Arcanist-Skill. Beim Arcanist-Skill frage ich mich natürlich auch, wie ist die Reichweite, wie kann man den Skill einsetzen, so. Allerdings ist es hier halt so, der Arcanist-Skill hat ja schon eine Anführungszeichen relativ lange Animationszeit, die ist hier locker nochmal doppelt so hoch. Wir haben auch wieder das Video in der Entwicklerumgebung. Also der Arcanist-Skill war, glaube ich, etwas über 1 Sekunde. Cast-Time, ja, und hier haben wir halt das Dreifache, das sind fast 3 Sekunden. Und bis das Ding dann wirklich auch mal losfliegt, das dauert ja dann auch noch. Also warte mal, wann fängt hier das Casten an? Ja, so bei 1,5 Sekunden vielleicht. Werfen tut er sie wirklich erst bei 6 und bis sie aufkommt, ist dann fast schon 7. Also die gesamte Animationszeit ist Minimum 5 Sekunden. Das ist schon ziemlich langsam. Also das ist nicht langsam, das ist freaking... Du kriegst ja im Altenheim schneller was zu essen gefühlt, ist das. Also das ist schon sehr langsam. Muss man einfach sagen. Und ja, sieht aber natürlich cool aus. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie man diesen Skill dann tatsächlich einsetzen soll. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall kein PvP-Skill sein. Erstens, weil es ein AOE-Skill ist. Und zweitens, weil die Animationszeit dafür viel zu lang ist. Kein Mensch würde dich im PvP jemals diesen Skill ausführen lassen. Vor allem wirst du auch niemals jemanden treffen, weil bis du den geworfen hast, sind die Leute schon längst woanders hingelaufen. Also ich denke mal, hier ist auf jeden Fall klar, es ist ein PvE-Skill, AOE-Skill. Und dann bleibt halt noch abzuwarten, wie genau man den dann verwenden kann, wie gesagt, weil mit der... Vor allem Bill-Poster kommt ja noch dazu, fällt mir gerade auf. Stimmt, es ist Bill-Poster, deswegen ist die Cast-Time wahrscheinlich so lange im Vergleich zum Arcanist. Der Arcanist hatte dann vielleicht in einem Clip, weiß man nicht, 200 Cast-Time. Es sah halt trotzdem langsam aus. Und der Bill-Poster hat halt höchstwahrscheinlich keine 200 Cast-Time. Und deswegen sieht es nochmal so langsam aus. Also Arcanist-Skill ist wahrscheinlich genauso langsam, wenn er 100 Cast-Time hätte. Er hatte aber 200. Vielleicht ist es das auch deswegen.
Ja, wobei ein Bill-Poster bzw. Force-Master aktuell nicht viele Möglichkeiten hat, auf Cast-Time zu kommen. Und ich denke, auch da wird sich nicht allzu viel ändern. Aber ja, auf jeden Fall interessanter Skill. Wie gesagt, so die Flyve Genki Dama kann man fast sagen. Und das Set, das der Bill-Poster trägt übrigens, also trägt auf jeden Fall ein Force Gem, das haben wir ja schon gesagt. Vielleicht sehen wir es hier nochmal ein bisschen besser. Also der Knuckle sieht aus wie der Behemoth Knuckle. Das Force Gem, keine Ahnung, für Force Gems habe ich mich nie wirklich interessiert, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, das Force Gem ist auch wirklich nur so... Also, vor allem für Leute, die Schilde mögen, glaube ich, ist das Force Gem sowieso eine massive Enttäuschung, was die Optik angeht. Das ist einfach richtig klein und langweilig. Das Set, was er trägt, kommt mir jetzt auch nicht so direkt bekannt vor. Dürfte vielleicht eine neue Kreation sein. Aber ich finde persönlich die Bill-Poster High-Level-Sets sind ziemlich langweilig, weil ehrlich gesagt sehen die alle gleich aus. Aus irgendeinem Grund ist er plötzlich oben ohne, oder der Force Master in dem Fall, aus irgendeinem Grund ist er plötzlich oben ohne, trägt kein T-Shirt mehr. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde die BP-Sets, die High-Level-BP-Sets auch bei Flyve PC, ehrlich gesagt ziemlich langweilig, weil, wie gesagt, im Endeffekt ist es immer das gleiche. Ein shirtloser Bill-Poster, der seine Muckis zur Schau stellt. Und ja, wie gesagt, Behemoth Knuckle dürfte das auf jeden Fall sein. Das ist auf jeden Fall Behemoths Kopf, das ist safe. Und Force Gem, keine Ahnung, aber wie gesagt, das spielt keine wirkliche Rolle, weil das sowieso nicht wirklich wegen der Optik getragen wird, sondern eher wegen dem Use Case. Und ja, dann warten wir mal ab. Vielleicht wird jetzt jeden Tag ein Skill vorgestellt. Wenn das so ist, dann dauert es jetzt noch ziemlich genau eine Woche, bis wir alle Skills haben. Das ist natürlich eine relativ lange Wartezeit, aber vielleicht ist es dann auch so, dann ist ja auch Ende August, vielleicht kriegen wir dann auch die erste Death Note, wo ein bisschen mehr Kontext auch rübergebracht wird und wir ein bisschen mehr Infos auch dazu kriegen, wie vielleicht diese Skills funktionieren und vielleicht auch wie viele Skills jede Klasse bekommen wird oder mit was man einfach so ungefähr rechnen kann, weil das sind ja wirklich nur kurze Teaser, die uns ja so, wie gesagt, ohne Kontext auch nicht ultra viel bringen. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich wie immer selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wie immer, ich streame jeden Tag live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Schaut vorbei, haut rein und ciao, ciao.